Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Guten Morgen zusammen. Wir schauen eine Nachricht für uns. Ihr dürft auswählen. Guckt mal, unterm Deck haben wir die Biene, die an ihrem Wohlstand arbeitet. Das passt eigentlich sehr gut als kollektive Botschaft, denn hier hast du die Brüder und Schwestern als Thema und die Bienen arbeiten ja in Völkern und die kommen gut miteinander aus und arbeiten an einem gemeinsamen Wohlstand. So, dann wir haben hier noch den angenehmen Brief. Also kann vielleicht sein, dass hier irgendetwas zugange ist, was Wohlstand mitbringt, eine Zusage, etwas, was uns gut tut, ein Ding, das Erfolg bringt. Jetzt dürft ihr aussuchen. Ich nehme diese Seite. Ich war heute mal flott. So, was haben wir? Oh, das nehme ich doch gerne. Der Regenbogenwasserfall mit dem Wunder. Glaube an dich, du wirst alles erreichen, was du dir vorstellst. Und die freudige Überraschung. Hier ist es so, dass man etwas Gutes, das kündigt sich ja hier auch schon an, bekommt. Es wird etwas passieren, was uns sehr gut tut. Möglicherweise, wir haben hier auch den Regenbogen dabei, ne, und hier den Regenbogenwasserfall. Es ist wirklich so, dass wir die Hoffnung nicht aufgeben oder den Glauben auch an uns, dass die Dinge sich zum Guten wenden können. Denn, und das passt auch sehr gut, hier kränkelt etwas, ne? Und die Erwartungshaltung spielt eine Rolle. Und es kann sein, dass es hier auch Sachen sind, die damit zu tun haben, dass man nicht, also das verneinende Prinzip in dieser Erwartung ist, dass sich Dinge zum Besseren wenden können. Hier bei der Karte der Erwartungen ist das so, dass wir auch eine Zeit mitgekriegt haben, das sind so 1 bis 3 Monate. Hier sind tendenziell gute Sachen zu erwarten, auch wenn man selber gerade das Gefühl hat, da tut sich nichts oder ich kriege eine gewisse Zeit nicht in der es mir nicht gut geht. Aber hier braucht etwas noch ein bisschen Zeit. Und hier hat man vielleicht schon einen größeren Aufwand geleistet, der nicht gleich belohnt wird. Aber hier ist auch Ruhe, Gelassenheit, Hoffnung, Vorfreude, Planung, Vorbereitung. Und hier haben wir wirklich eine sehr klitzeklare Aussage, dass wir mit der freudigen Überraschung und dem Wunder ganz tolle Dinge erreichen können. Diese Karte hier, die sagt sogar, dass etwas Besonderes bevorsteht. Eine freudige Überraschung. Wir sollen auch nicht rumraten, was es sein könnte, sonst ist es ja keine Überraschung mehr. Und die Überraschungen müssen auch erkannt werden, ne? Viel zu oft tut man irgendwas ganz lapidar ab, ne? Das kann ja viele Formen haben, zum Beispiel ein Geschenk, ein Gefallen, ein unerwarteter Akt, wo man
jetzt zum Beispiel überrascht wird, wo man nie gedacht hätte, dass jemand sowas für einen tut. Und die Karte bedeutet auch, dass Träume wahr werden, wenn wir weiterhin dran glauben und dran arbeiten. Aber halt auf eine andere Art und Weise, wie von uns erwartet. Überraschungen sind im Prinzip alles Geschenke, die aus Liebe entstehen. Und das Vertrauen ist einfach wichtig, dass man Gutes verdient hat. Und dass man sich selber gerne glücklich sieht, nicht kränkelnd. Ne? Hier dieses an sich selbst glauben und bei sich bleiben, heißt halt auch, dass man sich selber immer wieder sagt, ich kann alles schaffen, ich kann es schaffen. Es ist einfach wichtig, daran zu glauben und es dann auch zu tun. Mit der Karte, mit dem Wunder ist es halt eigentlich nur nochmal eine Bestätigung an alles, denn hier ist der Regenbogen, und da fließen die Geschenke des Universums einfach zu einem. Man kann in dieser Zeit auch lernen, für sich selbst Zweifel und Ängste abzulegen, das Gefühl kriegen, alles ist okay. Auch abgeben, ne? Man darf ja schon auch sagen, ich schaffe es alleine nicht, ich brauche Hilfe. Auch das gehört da dran, wenn man merkt, ich habe nicht die richtige Kraft dazu, dass ich sage, ich schaffe alles, was ich möchte, dann darf man auch abgeben. Und man erwartet praktisch das Gold am Ende des Regenbogens. Und hier ist ja auch das Wasser mit drauf, der Wasserfall. Da geht es auch um Gefühle und Emotionen und Herzerweiterung und die Bereitschaft des Empfangens schon mal zu üben, anstatt hier sich kränkelnd dem hinzugeben, dass irgendwie nichts funktioniert. Ja, das nehme ich sehr gerne. Schauen wir auf die andere Seite. Was habt ihr euch ausgesucht? Ihr habt die Übergangsphase, die Familienkultur und das Teilen. Hier geht es darum, dass man sich mit seinen Wurzeln beschäftigt. Wie ist man zum Beispiel mit dem Thema Wohlstand aufgewachsen? Wo kam man zu kurz? Wo stellte man sich in die zweite Reihe? Und hier geht es darum, von dem, was jeder kann oder hat, etwas weiterzugeben, großzügig zu sein. Vielleicht kennst du das auch gar nicht aus deiner Familie. Jedenfalls kannst du hier diese Phase überwinden. Ich habe hier die männliche Reihe, die männliche Ahnenreihe, also den erschaffenden, den gebenden Part. Es kann ja auch sein, dass es dein Gegenüber betrifft, die Häuslichkeit, die Umgebung. Aber das Haus ist eben auch die Komfortzone, ne, wo man manchmal so gerne sitzt und sich nicht über den Tellerrand traut. Weil man sich hier sicher fühlt, hier ist man geborgen oder das Thema an sich hat mit der Familienkultur etwas zu tun, wo ich eben mich nicht geborgen fühle oder wo ich sehr viel investieren muss, dass ich angenommen werde. Wir haben hier trotzdem eine Sache, die auf stabilem Fundament steht. Wie gesagt, es kann die männliche Ahnenreihe sein oder auch eine Situation, die mit einem Gegenüber zu tun hat. Es kann auch möglich sein, dass ihr gerade so eine Situation habt, wo ihr in eurem Leben in eine nächste Phase geht und ihr dürft diese Übergänge feiern. Hier ist eure spirituelle Reise, eure Seelenreise angezeigt, die hier eine Pilgerfahrt darstellt und deshalb dürft ihr hier Mut haben, voranzugehen. Schiffe sind nicht dafür gemacht, dass sie am Hafen liegen bleiben, sondern die wollen aufs Meer hinausfahren. Und natürlich habt ihr mit der Steinformation da auch einen Platz, wo man Zeremonien abhält, wo die Energie besonders gut ist. Hier sind auch tiefe Erkenntnisse
Und wenn man diese hat, kann man sozusagen in die nächste Phase gehen, womöglich sich auch befreien, denn hier auch nochmal an der Unterseite, ne? Wo kommt Wohlstand her? Was habt ihr für eine Erfahrung damit? Wie ist man mit euch umgegangen? Habt ihr von allem was abgekriegt oder durftet ihr nur reinbuttern in eine Situation? Und wenn man das hinter sich lassen kann, das ist, glaube ich, eine sehr große Sache auch. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.